Fehlen ja bloß noch die Leuchtdioden. Also können wir den jetzt programmieren. Dazu brauchen wir ja ein USB-Kabel.
Mini-B-Stecker, stecken das an, stecken das am Computer an. Fly over me, and the sound made me sigh and swim forever. I saw about 10,000 birds in the moonlight fly over me, and the sound made me sigh and swim forever in the sky. Forever. The sound made me sigh and swim. Danach Kontrolle, ob die beiden Leuchtdioden auch tatsächlich gleich hoch stehen. Wenn das der Fall ist, dann kann man beruhigt auf das andere Bein festlöten. Solche Korrekturen lassen sich viel leichter ausführen, wenn nur ein Bein festgelötet ist. Wenn zwei Beine festgelötet sind, kann das manchmal die Leuchtdiode kosten, denn Leuchtdioden tragen keine Wärme und gleichzeitige mechanische Beanspruchung. Danach kann das Gehäuse montiert werden. Gelb hier, Anode nach links, blau hier, Anode ebenfalls nach links, so wie es drauf steht, Anode. Jeweils ein Bein der Leuchtdioden festlöten. Dabei hinten den Finger drauf halten, dass die Leuchtdiode nicht so raushüpft. So, zum Schluss der Kurzschlusstest. Noch einmal in groß anstecken. Leuchtdioden müssen leuchten. Anstecken so. Dann Kurzschlusstest Echse starten. Da gehen alle Leuchtdioden aus. Das ist ja die Frage nach sehr dunkel. Also ja, alle LEDs hell. Ja, das testet, ob die Sub-D-Buchse richtig angelötet wurde. Dann nochmal LEDs aus. Ja. Dann fragt er nach Helligkeit der blauen LED umschalten. Die war schon dunkel, weil wir vorhin schon einen Test gemacht haben. Also nein. Und damit stimmt es jetzt. Damit kann man sie jetzt für Parallelports einsetzen.
Ja, die Buchse erinnert manche Leute, die noch so einen alten Rechner hatten, daran, dass das ja durchaus gebraucht wird. Geeignet ist es weniger für Programmiergeräte und kaum für Dongles, aber für alles andere sollte man recht glücklich damit werden.